Hallo zusammen, ihr Lieben. Diese Legung geht an alle, die einen Wunschpartner haben oder eine unerfüllte Liebe. Und wir schauen mal, wann da was kommt, was da kommt. Ob da Kontakte kommen, Treffen, ob ein neuer Mensch ins Leben kommt. Vor allem hier auch jemand Passenden. Ne? Wir haben hier als Ausgangssituation eine Lage, bei der man irgendwie das Gefühl hat, man kommt nicht an. Es sind immer wieder Hindernisse. Es ist vielleicht auch jemand oder man hat es selbst in sich, der so ein bisschen Probleme hat mit dem vor Anker bei jemandem zu gehen, mit der Stabilität, mit der Bindung an sich, ne, mit einer festen Bindung. Man hat vielleicht schon viel daran gearbeitet und immer wieder sind da Hindernisse, die sich vielleicht auch schon bei manchen manifestiert haben. Ne? Man hat etwas gelernt und man hat eine Erfahrung gemacht und die bremst aus. Hier sind auf der bewussten Ebene sehr viele Gedanken, die mit Mangel zu tun haben. Das Gute hier ist, hier kommt eine Lösung, wie diese Blockade, dieses Hindernis beendet werden kann. Vielleicht grübelt man hier auch über Verluste in der Vergangenheit nach. Man trauert jemand nach oder man denkt über etwas nach oder man hat Angst, sich zu öffnen, weil es wieder gleich werden könnte. Hier unten kommt der Ring. Das sind so Sachen, wo ich denke, man hat schon manifestiert, dass das eh nichts wird, ne? Aber die Hoffnung ist noch da. Hier haben wir Kreisläufe im Unterbewusstsein, die hier wirken. Natürlich die Beziehungsthemen an sich, die Verbindungen. Was wurde da abgespeichert? Wie geht man mit Verbindungen um? Ich sage euch einfach alle Szenarien. Es kann ja auch sein, dass ihr jemanden kennt, der über den Beruf kommt oder wo eine berufliche Situation als Hindernis wirkt. Ja, hier liegt der Liebesblues. Hier sind Schatten, Ängste, beunruhigende Gefühle, die man in der Vergangenheit gemacht hat. Die Seele, etwas nagt auch auf der Seele, die Emotionen, die Gefühle, die vielleicht auch nicht nach außen transportiert worden sind. Das Gute ist, sie liegen im Hause der Vergangenheit. Das heißt, sie können getrost auch da liegen bleiben. Die seelische Lage oder auch die Gefühlslage, die Gefühlswelt ist hier sehr beansprucht. Irgendwie kommt man nicht über den Punkt. Selbstwertthemen spielen eine Rolle. Eventuell auch hier Abhängigkeiten, ne, emotionaler Art oder so. Es kann ja auch diese Situation betreffen, dass jemand wegen Geld und Beruf nicht so kann, wie er will. Die Karten sagen ja auch, wisse, was du selber wert bist. Gebe dem Ganzen deine Richtung vor. Das heißt auch dein Tempo. Etwas braucht ja eine Bewegung an sich. Wir haben das Hindernis in der Mitte. Nun kannst du vor dem Berg stehen und dir überlegen, dass er hoch und groß ist. Oder du kannst dich in Bewegung setzen und einen Weg finden, wie du diesen Berg umgehen kannst. Ich habe, dass das Umfeld sehr fordernd ist. Ne? Also die Herausforderung, die hier liegt, die kommt nicht von dir oder von uns selbst, die kommen von außen. Ne? Da ist so eine Art Prüfung.
Da kommt es vielleicht auch darauf an, wie zeigt man sich, darf man nach außen gehen mit dem, was man fühlt. Ich sage es nochmal, Selbstwertthemen sind hier und Abhängigkeiten irgendwelcher Art, die als Hindernis wirken oder auch als schwere Bürde. Jetzt kommt die Sonne, das ist schon mal schön, denn die Sonne bringt dir hier diese Qualität, die die Seele frei fließen lässt, die eine schicksalshafte Situation auflöst, Lebensenergie, die zu dir zurückkehrt. Ja, hier hast du den kurzen Zeitraum, das Glück. Guckt, hier unten ist noch das Gegenüber an sich immer wieder faszinierend. Hier gibt es eine gute Auflösung. Ne? Der Klee bringt immer auch einen leichteren Weg mit einer Verkürzung von irgendwas. Und das Gefühl des Glücklichseins. Und falls du hier auf eine Nachricht wartest, eine Möglichkeit zu kommunizieren, dann kommt die hier mit Sicherheit. Ich lege die Karten gerade noch mal aus. Die Hauptperson Dame guckt hier auch schon in die Liebe rein, aber auch in Umbrüche, die mit dem Thema einhergehen. Dann kommt die Veränderung, der Schlüssel und auch hier der Kontakt wieder. Ne? Eine Nachricht, die mit Sicherheit eintrifft. Vielleicht auch über einen Neubeginn, wenn es irgendwo ein Aus gab. Hier ist auch eine Transformationsphase. Ich habe hier so, dass man vielleicht in der Vergangenheit auch in eine falsche Richtung geschlittert ist. Hier sind manifestierte Elternthemen auch. Hier liegen die Wege bei der Wunscherfüllungskarte. Ne? Man findet einen Weg, man kann die Elternthemen mit bearbeiten. Ihr seht es, glaube ich, gar nicht richtig so jetzt. Immer noch nicht. Und hat zugleich die Möglichkeit, für sich selbst treu einzustehen, sich nicht verbiegen zu müssen oder jemandem zu gefallen. Es kann auch sein, dass man beispielsweise über die freundschaftliche Ebene sich wieder annähert oder überhaupt annähert. Und hier ist eine Person, die ist sehr geerdet und auch nicht die schnellste. Und hat vielleicht selber gerade so ein bisschen Trouble überall. Nichtsdestotrotz ist der Weg möglich dazwischen. Wenn du gar niemanden kennst, hast du hier wirklich eine gute Energie, jemanden zu finden. Die Entscheidung, die Chance, die Option und hier in der Auflösung noch mit dem Klee drin. Also das ist schon jemand, der auch zu dir passt. Und vom Zeitraum her sind es so 2 Tage, 2 Wochen, 2 Monate. Daraus dann ein längerer Weg entsteht. Ja? Sehr spannend. Nehmen wir noch einen Glücksimpuls mit. Eine große Chance liegt hier und eine unerwartete Wende. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.